Hallo zusammen, Susanne hier. Heute zeige ich euch die Entstehung eines meiner abstrakten Bilder. Abstrakte Werke male ich genauso regelmäßig wie gegenständliche Motive. Wie ihr hier sehen könnt, male ich die verschiedensten Acryl- und Mixed-Media-Arbeiten. Das reicht von halb abstrakten Porträts bis hin zu geometrischen Kompositionen. Meine erste Handlung, bevor ich ein ungegenständliches Bild beginne, ist, den Farbkreis zu Rate zu ziehen und mir zu überlegen, in welcher Farbharmonie ich mich bewegen möchte. Heute habe ich mir die beiden Komplementärpaare Violett und Gelb sowie Blau und Orange ausgesucht, auch bekannt unter Split Complementary oder geteilter Komplementärkontrast. Hier ist zu sehen, dass ich das 640 Gramm schwere Aquarellpapier mit Linien, Kreisen und organischen Formen unterteilt habe, die ich anschließend mit Collagepapieren beklebe und/oder ausmale und wieder übermale, sodass viele Ebenen entstehen können. Jetzt noch schnell zum Material, was ich verwende. Bei den Acryltinten habe ich genommen Primary Cyan, also Primärcyan, Ultramarin. Das hier ist Hellviolett, Purple, also Violett, Deep Violet, den Mod Podge, bei den Amsterdam Inks das Weiß und das Schwarz. Die sind sehr gut und schön flüssig und decken trotzdem gut. Dann habe ich Rohres Antiktusche Aprikot, Flash Tint, dann brauche ich das Aprikot nicht immer mit Weiß abtönen. Und hier Brillantgelb von Daler Rowney. So, Pinsel aller Art, Flachpinsel, Rundpinsel, was ich brauche. Das Papier ist 640 Gramm Papier, Aquarellpapier von Fabriano Artistico. Genau, das hier sind meine Collagepapiere auf der gelb-orangen Seite. Und das sind die Collagepapiere auf der blau-violetten Seite. Genau. Und dann werde ich vielleicht noch eine Blume einfügen, die ich mit dem Cutter ausschneide. Ja, und ansonsten wäre es das so ziemlich, wenn ich noch was anderes verwende im Lauf der Malerei, dann sage ich das und ich nenne auch alles in der Textbox unter dem Video. Okay, dann fangen wir an. Was ich sehr gerne benutze, ist Transparentpapier, um die gewünschten Formen abzupausen und auf das Collagepapier zu übertragen. In den nächsten Sequenzen seht ihr diesen Vorgang für einige größere Flächen. Dabei gehe ich sehr intuitiv vor und fasse aus den mir selbst vorgegebenen Linien oft auch mehrere Flächen zusammen. In einigen Fällen entscheide ich mich auch dafür, völlig freie Formen einzufügen, wie hier im Fall des Notenpapiers.
Nun wird es Zeit, einige Flächen mit Acrylfarben auszumalen. Ihr erinnert euch an meine eingangs genannten Farbkontraste von Violett und Gelb sowie Blau und Orange. Ich habe beschlossen, als dominanten Farbklang die Gelb-Orange-Töne zu benutzen. Violett und Blau werden spärlicher eingesetzt. Als starke Kontraste für den Fokus des Bildes kommen die Farben in gesättigteren Tönen zum Einsatz. In weiterer Folge wechseln sich dann Farbe und Collage immer wieder ab, bis ich eine ausreichende farbige sowie gemusterte Basis geschaffen habe. Wie ihr hier gut sehen könnt, liebe ich besonders die Graus, die sich aus der Mischung der Komplementärpaare ergeben. Diese nutze ich für Bereiche, die ich herunterspielen möchte, um den Fokusbereich mehr zu betonen. Viele meiner Bilder sind mit nur einem Komplementärpaar und Schwarz und Weiß gemalt. Allein damit bin ich in der Lage, einen kompletten Farbklang darzustellen. Und jetzt ist Schwarz dran. Flächen und Formen mit reinem Schwarz bereichern jedes Bild und gewähren ausreichend Kontrast auch in abstrakten und halbabstrakten Werken.
erstes sind meine Schablonierpinsel in mehreren Größen. Mit diesen schabloniere ich einen Teil des Musters auf. Den anderen mit Bleistift vorgezeichneten Teil male ich anschließend in einer der folgenden Schichten selbst aus. Schablonen reinige ich immer sofort. Die Pinsel hingegen stelle ich für kurze Zeit einfach ins Wasser, damit die Farbe nicht antrocknet. Da sich zum exakten Schablonieren besser festere Farbe eignet, mische ich mir für das nächste Muster ein Grauviolett aus meinen dickeren Acrylfarben für das feinere Kreismuster an. Mit dem angemischten Grauviolett male ich gleich die nächste Fläche aus. So wird keine teure Farbe verschwendet. Jetzt ist es an der Zeit, einige transparente Lasuren aufzutragen, um Bereiche zusammenzufassen. Da hierbei Kontrast verloren geht, werde ich einige Flächen zu einem späteren Zeitpunkt erneut betonen. Damit mir ein Video nicht zu lang wird, war es das erstmal für Teil 1. Im zweiten Teil seht ihr dann, wie ich die Dahlien und Blätter aus gemusterten Papieren aufklebe und weitere Farbebenen anlege und somit das Bild fertigstelle. Bis dahin frohes Schaffen und eine kreative Zeit!